Willkommen bei HiFi im Hinterhof. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Heute möchte ich euch kein Gerät im Speziellen vorstellen. Heute geht es mir insbesondere um eine Software, namentlich Dirac Live. Leider haben wir kein Wohnzimmer zur Verfügung, was natürlich praxisnäher wäre. Darum haben wir hier unser kleines Heimkino, das zwar schon akustisch etwas optimiert wurde, aber um zu zeigen, wie es funktioniert, sollte das eigentlich reichen. Als allererstes, wenn man so ein Gerät auspackt, wir haben jetzt hier den Lexicon RV6, sollte man überprüfen, welche Softwareversion er drauf hat. Wichtig, bevor man mit Dirac eine Einmessung vornimmt, ist eine vernünftige Umgebung zu Hause zu schaffen. Das heißt, das Wohnzimmer sollte aufgeräumt sein. Als allererstes überprüfen wir mal die Softwareversion. Das macht man, indem man auf Info und direkt gleichzeitig drückt. Dann zeigt er uns Version 1.4, der Rest kommt eh hinten dran, halb so wild, Netzwerk, USA, nicht so wild, das ändern wir gleich. Aktuelle Version ist über 7, das heißt, wir müssen ein Software-Update machen. So, ich habe mit Absicht mal nichts vorbereitet. Ja, wir machen alles jetzt live und zusammen, aus dem simplen Grund, es gibt viele Menschen, die sich mit dem ganzen Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Dazu kommt, dass vieles leider auf Englisch ist. Und ich will einfach, dass ihr eine kleine Unterstützung habt, zu Hause den AV-Receiver ohne graue Haare und ohne ein ganzes Wochenende zu verbrauchen, um dann doch bei uns anrufen zu müssen, einstellen könnt. Denn nicht jeder hat die Möglichkeit, unseren Techniker, den Alberto, zu buchen und zu Hause zu haben. Manche wohnen zu weit weg. Und von daher gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch, was man machen muss. Die aktuellen Daten, die man braucht für Software-Updates, bekommt man auf www.lexicon.com. Dort geht man auf den Punkt Products und dann auf den Punkt Receivers. Ich erwähne das extra so, da es sich leider nur um eine englischsprachige Internetseite handelt. Danach wählt man den Receiver aus, den man erworben hat. In unserem Fall jetzt hier die Lexicons, den RV6 haben wir hier zu stehen. Geht auf Specs and Support und dann auf Manuals and Downloads. Hier haben wir jetzt eine Liste verschiedener Beschreibungen, Holländisch, Französisch, Deutsch. Ja, die könnte man sich runterladen zum Beispiel, da muss man nicht die englische beigepackte nehmen. Kann ich aber versprechen, so viel steht nicht drin. Dirac Live für Lexicon, Version 1.2.31. USA und Kanada? Nein. Rest of the World? Ja. Anklicken, speichern, runterladen. MIG Quick Start and Target Files, auch wichtig. Anklicken, speichern, runterladen. Danach geht ihr in die Download-Dateien. Das nehmen wir, Unit Software, zack. Öffnet das Ganze mit einem Entzipper, ganz wichtig, die Daten sind gezippt. Und holt euch dann von mir aus alle 3 Dateien raus. Zack, zack. Wichtig sind aber nur die beiden Dateien, die FW heißen für Firmware. Die PDF-Datei ist einfach nur eine Erklärung, wie man es macht. Oh, das ist ganz einfach. USB-Stick nehmen, an den PC heran. Auf den USB-Stick kopieren. Schwupps. Denkt dran, immer ganz wichtig, entfernen. Und jetzt gehen wir ans Gerät und ich zeige euch, wie man das dort updatet. Wenn wir also die Firmware-Dateien auf dem USB-Stick drauf haben, schließen wir das hinten an den einzigen freien USB-Anschluss vom Receiver an. Zack. Ganz wichtig ist, dass wirklich nur die beiden Firmware-Dateien drauf sind, nichts weiter. Und drücken dann die Tastenkombination Info und Display. Jetzt sucht er die Dateien und
Und wenn gleich alles richtig läuft, fängt er an, die zu schreiben. Das dauert circa eine Viertelstunde. Da geht's los. Normalerweise gibt es keine Probleme. Er schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und startet danach neu. In seltenen Fällen kommt es vor, dass er sich beim Schreiben aufhängt. Gibt keine Erklärung dafür, so richtig, kann am USB-Stick liegen, aber es kam halt schon ein paar Mal vor. Der simpelste Trick dabei ist, den USB-Stick hinten blitzschnell rausziehen und gleich wieder reinstecken, so schnell man es kann. Danach schreibt er tatsächlich dann einfach weiter, hat keine weiteren Auswirkungen, funktioniert. Nach dem Software-Update kommt jetzt die Sache, warum es keinen Sinn macht, das Gerät vorher einzustellen. Weder die Spracheinstellungen, noch die Größe des Lautsprechers, noch die Anzahl des Lautsprechers, noch irgendwelche Namensumbenennungen der Eingänge. Denn ich muss das Gerät nach dem Software-Update komplett resetten. Das heißt, er ist wirklich wieder im Anfangszustand. Alle Einstellungen, die ich vorher gemacht hätte, wären weg. Dafür muss ich das Gerät anmachen. Das mache ich mit der Fernbedienung oder ich kann am Gerät auch nur eine Taste berühren. Dann springt er sofort an. Ich warte, bis er wieder hochgefahren ist komplett. Wenn das geschehen ist, drücke und halte ich die Taste Menü am Gerät vorne für ca. 5-6 Sekunden. Dann springt er auf Setup-Menü. Ich drücke die Taste OK und dann direkt. Dann geht er komplett aus. Das hat er zwar nach dem Software-Update auch schon mal gemacht, aber ich muss es trotzdem einmal machen. Jetzt ist er im Werkszustand und jetzt macht es erst Sinn, dass wir uns das Menü von dem Gerät kurz angucken, denn es gibt einige Einstellungen, die über die Dirac-Software, die wir gleich machen werden und die ich gleich zeigen werde, nicht erkannt werden, wie zum Beispiel die Größe des Lautsprechers und wie viele dran sind. Denn was man nicht vergessen sollte ist, Dirac ist eine eigenständige Software. Sie gehört jetzt nicht zu Lexicon, sie gehört nicht zu NAD, sie gehört auch nicht zu Arcam. Nein, Lexicon, Arcam, NAD und so viele andere bedienen sich ihrer. Das führt dazu, dass gewisse sozusagen Implementierungen, wie jetzt bei so dem einen oder anderen japanischen Hardwarehersteller, nicht sofort funktionieren. Ich muss mich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Werde zwar auch mit fantastischem Ton belohnt, muss das aber tun. Ich mache das Gerät jetzt nochmal an hier kurz. Sollte die Frage auftauchen, bei Lexicon und den Arcam-Geräten ist Dirac in der sogenannten Vollversion mit dabei. Das heißt, die volle Frequenzbreite wird unterstützt. Bei NAD, vor allen Dingen bei den kleineren Geräten, ist es nur die Lite-Version. Man müsste sie kostenpflichtig updaten. Brauchen wir jetzt hier nicht, wir haben jetzt hier die Vollversion. Alles supi. Menü drücken und schon erscheint das Setup-Menü. Fangen wir mal einfach an mit dem sinnvollsten. Ich gehe auf General Setup und gehe dann so weit runter, bis ich die Sprache einstellen kann. Deutsch. Zack. Kann auch ein paar andere Einstellungen vornehmen, Strompaar-Modus oder aber, dass er im Standby auf Befehle von außen reagiert. Ganz wichtig, Steuerung IP muss an sein. Nur dann kann ich von außen über das Netzwerk auf das Gerät zugreifen, was dann später für die Dirac-Einstellung ganz wichtig ist. CEC-Steuerung, ob ich jetzt den Ton meines Fernsehers zum Beispiel auf dem Gerät automatisch haben möchte, macht bei uns jetzt keinen Sinn. Wir haben einen Beamer gerade dran, aber diese Einstellung kann man vornehmen. Wir gehen mal ganz kurz zurück. Konfiguration der Eingänge. Hier kann ich dem Ganzen einen anderen Namen geben. Warum nicht? Lautsprecherarten. Was habe ich für welche? Habe ich einen Vollfrequenz-Lautsprecher? Der muss nicht riesengroß sein. Er muss nur die volle Frequenz übernehmen können. Groß oder klein, in unserem Fall groß. Auch der mittlere ist groß. Sogar unsere Surround-Lautsprecher gelten hier in dem Fall als groß. Habe ich 5.1, habe ich 7.1. Kann ich hier auch einstellen. Habe ich jetzt Surround hinten.
auch zwei große. Habe ich Höhenlautsprecher? Nein. Habe ich einen Subwoofer? Ja. Ab wann soll der Subwoofer einsetzen? Hier ist es so, er muss jetzt nicht die Hauptlautsprecher mit unterfüttern, denn die sind groß, die übernehmen die volle Frequenz. Aber ab wann sollte er einsetzen? Es gibt also verschiedene Meinungen. 80 Hertz ist grenzwertig, wurde aber damals von THX spezifiziert. Wenn man es halt ein bisschen tiefer haben möchte, stellt man sich das einfach ein. 60, 70 Hertz. Ich bevorzuge 80. So. Lautsprecherentfernungen, Lautsprecherlevel stellen wir alles nicht ein. Das wird gleich von Dirac gemessen und dann noch übernommen. Kleine Sache. Wenn man auf einen anderen Eingang schaltet, das ist jetzt so eine Art Fehlerquelle, ja, sagen wir mal Blu-ray-Disc, dann kann es manchmal sein, dass danach so eine Sachen wie Menü nicht mehr funktionieren. Das liegt daran, dass jetzt die Lexikon-Fernbedienung jetzt einen Blu-ray-Player von der gleichen Firma bedienen wollen würde. Das geht natürlich nicht. Ich muss dann wieder zurück auf AMP schalten, damit ich dann das Gerät wieder bedienen kann. Kleine Stolpersteine, wenn man es weiß, ist ganz einfach. Wir laden uns jetzt die Dirac-Software herunter. Dazu suche ich jetzt einfach Dirac Live in der Suchmaske und habe die Internetseite live.dirac.com. Zack. Auch hier leider wieder alles nur in Englisch. Einer der Gründe, warum ich dieses Video mache. Wir scrollen jetzt so weit herunter, bis wir die Software herunterladen dürfen. Kleine Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Download Dirac Live. Jawohl. Zack. Download für den PC. Zack. Da haben wir die aktuelle Version 2.5.3. Ich breche das jetzt hier mal ab, denn das habe ich tatsächlich schon vorbereitet, weil man sich bei Dirac nämlich einen Account machen muss. Sprich, du lädst dir Dirac runter, installierst das Ganze, ganz normal, und musst dann allerdings einen Account machen. Das heißt, du denkst dir gibst deine E-Mail-Adresse an, denkst dir einen Benutzernamen aus, gibst ein Passwort ein, dann kommt eine Bestätigungs-E-Mail auf dieses E-Mail-Passwort oder dieses E-Mail-Konto. Das musst du dann bestätigen und dann darfst du Dirac ganz normal nutzen. Und zwar so. Starten Dirac Live. Ist jetzt ein bisschen geschummelt, aber ich glaube, wie man ein Programm runterlädt und installiert, sollte jetzt keine größere Hürde sein. Dann tauchen die Geräte auf, die sich im Netzwerk befinden und die Dirac Live tauglich sind. Aktuell ist es ein Lexikon und ein Arkham. Der Lexikon ist jetzt unserer hier, hat jetzt eine etwas kryptische Bezeichnung, die kann man ändern, könnt ihr ihn RV6 nennen oder Wohnzimmer-Receiver oder wie auch immer. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Angemeldet bin ich schon. Das habe ich schon vorher gemacht. Ich wollte jetzt nicht, dass ihr mein Passwort seht. So, jetzt meckert er, dass kein Mikrofon angeschlossen ist. Das ist richtig, da komme ich jetzt drauf. Das ist das beigepackte Mikrofon. Das ist schon ein sehr gutes. Das ist schon die Version 2. Das Originale war ein kleines rundes. Es geht aber besser. Das ist auch gar nicht so dramatisch. Zum Beispiel gibt es von der Firma Mini DSP das sogenannte UMIC 1 Mikrofon. Dieses hier, das ist noch präziser und noch genauer. Und eine der Besonderheiten bei der ganzen Sache ist, ähnlich wie dieses hier, jedes Mikrofon hat Eigenheiten. Es hat Fertigungstoleranzen und man sollte sich für jedes Mikrofon, was man hat, eine Fertigungstoleranz Korrektur herunterladen, sozusagen eine Kalibrierungsdatei. Das war das, was wir vorhin auf der Lexikon-Seite für dieses runtergeladen haben. Das Doofe ist nur, es ist nicht speziell für dieses einzelne Modell hergestellt, sondern grundsätzlich für alle der gleichen Machart. Mini DSP hat eine ganz spezielle Datei, nur für dieses spezielle Mikrofon, was man sich kaufen kann und Seriennummer technisch dann auch spezifiziert wurde. So ein Mikrofon einfach nur so Pi mal Daumen
in Ohrhöhe hinzuhalten, bei der Einmessung so im Weg zu sitzen oder es hinzulegen. Das geht jetzt hier leider nicht so gut. Entspricht nicht der Professionalität der Software. Man sollte sich schon einen Mikrofonständer gönnen und das Mikro ziemlich präzise auf den Hörplatz ausrichten. Das kann man mit Augenmaß machen, da waren wir gerade wieder dabei, ist nicht das Beste. Man kann es mit dem Zollstock machen, ist das andere. Oder man macht es mit so einem ganz simplen Lasermessgerät aus dem Bauhaus. So bevorzuge ich das Ganze. Kann dann nämlich präzise ausmessen, ob das Mikrofon sich auch in der Mitte zu den eigentlichen Lautsprechern befindet. Denn, jetzt kommen wir zu dem Punkt, die erste Einmessung des Hörplatzes ist die wichtigste. Am ersten Hörplatz findet das Ganze statt, die Korrektur der Entfernung, der Lautstärke, um halt genau zu wissen, wo ist der sozusagen Master-Hörplatz. Das muss relativ präzise sein. Alle Messungen drumherum sind tatsächlich wichtig, aber nicht auf den Millimeter exakt bestimmend. Da ist es wichtiger, dass das Mikrofon eher fest steht und nicht durch unsere Hand verwackelt wird. So, wir fangen jetzt erstmal mit dem beigepackten Mikrofon an, da ich nicht weiß, ob jeder jetzt schon das Mikrofon zu Hause hat, so ein extra Mikrofon, beziehungsweise bereit ist, sich so eins zu kaufen. Ich kann es nur empfehlen. Kostet um die 100 Euro. So ein Mikrofonständer kostet 50. Das sollte es eigentlich jedem wert sein, das zu machen für noch bessere Ergebnisse. Aber wir nehmen jetzt mal das Beigepackte, schließen das ganz kurz hier an den Rechner an. Dann taucht das auch schon auf und jetzt kommt das Spannende, was ich vorgangs erwähnt hatte. Keine Mikrofonkalibration. Load from File. Gehen wir auf den Desktop. Da ist es. Öffnen und schwupps. Jetzt sehen wir tatsächlich, wie dieses Mikrofon tickt. Wir sehen einen Verlauf. Wir sehen seine Ungenauigkeit in Anführungsstrichen. Und das hilft Dirac zu wissen, womit es zu tun hat. Denn diese Anhebung im Hochtonbereich hier wird von Dirac dann einfach etwas ausgeglichen, da es einfach weiß, es hat nichts mit dem Raum zu tun, in dem wir sind, sondern mit dem Mikrofon. Besser wird es allerdings mit dem Mini-DSP. Zack. Dieses angeschlossen taucht jetzt hier auf. Was jetzt ganz spannend ist, ist die Kalibrierungsdatei. Die holen wir uns bei Mini-DSP. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen ausführlich hier, aber glaubt mir, das macht Sinn. So. Produkte, OMIC 1. Hier gebe ich jetzt die Seriennummer des Mikrofons ein. Und zwar die kleine Stelle, die ich vorhin gezeigt habe. Das ist hier die. Zack. Kann mir jetzt die Datei herunterladen. Und zwar 2. Warum 2? Ganz einfach. Es gibt einmal eine Einstellung für Stereo. Dann wurde das Mikrofon nämlich in der Waagerechten gemessen. Denn so messe ich Stereosysteme ein bei Dirac. Für Heimkino nutze ich eher die senkrechte Variante, also sprich um 90 Grad gedreht. Heißt, ich brauche die Datei mit 90 Degrees. Da ist sie. Zack. Und wie wir sehen, deutlich ausgewogenerer Frequenzgang. Ja, das Mikrofon selber ist besser. Sehr empfehlenswert. Und jetzt wird es spannend. Wenn ich das also ausgewählt habe, das Mikrofon, und den Frequenzverlauf geladen habe, geht es zur Lautstärkenkalibration. Zack. So. Hier ist es so, es ist ganz wichtig, dass Dirac mehr oder weniger mit gleichen Verhältnissen innerhalb der Lautsprecher arbeiten kann. Heißt, ich werde vorher jetzt die Lautstärke der Lautsprecher alle anpassen.
Das Mikrofon ist jetzt auf der Hörposition und ich werde jetzt die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher angleichen. Das ist relativ laut. Man hat so einen gewissen Karenzbereich, aber der schwankt nur zwischen laut und sehr laut. Und zwar Master Volume ist leise, Mikrofonausschlag ist da, wunderbar. Dann starten wir mit dem Ganzen mal. Zack, Front links. Hier bei dem Center-Lautsprecher sieht man, dass wir jetzt im roten Bereich wären. Das ist zu viel. Das führt dazu, dass beim Einmessen dann sogenanntes Clipping entsteht. Lautstärke ist zu hoch, der Lautsprecher übersteuert. Das sollte man tunlichst vermeiden. Also, was macht man? Der Front Left hat eine gute Lautstärke. Der Center ist bei der Lautstärke zu laut. Man regelt den Center ein bisschen runter. So, ungefähr. Wir sind jetzt hier aber so im Grenzbereich, das ist mir zu viel. Wir regeln die Grundlautstärke nochmal ein bisschen runter. So, ist ein bisschen ausprobieren tatsächlich, muss man mal testen. Wirklich ist es so, umso lauter, umso besser, wenn es halt nicht zu laut ist. So, ungefähr angleichen. 13,8 beim Front links. Beim Center müssen wir runter regeln, dass wir auf die gleiche Lautstärke kommen. So. So. Jetzt den Front rechts. Auch zu laut. Liegt natürlich wahrscheinlich ein bisschen daran, dass ich jetzt zwischen Mikrofon und dem Front Left Lautsprecher stecke. Das ist natürlich nicht so besonders klug fürs Video, aber ich denke mal verkraftbar. So. Wir machen mal einen kurzen Break. In der Zwischenzeit stelle ich mal alle Lautsprecher richtig ein, bevor wir dann ins eigentliche Messen gehen. Also nachdem ich alles eingestellt habe in der entsprechenden Lautstärke und der Anpassung, gehe ich weiter und suche mir aus, was für eine Sitzposition ich habe. Dazu kommt entweder eine Sitzposition als Einzelperson, wirklich fest. Die Sitzposition ist fest. Ich sitze nahezu angenagelt an diesem einen Punkt, wie in einem Ohrensessel zum Beispiel. Das sorgt natürlich, dass die Einmessung für Zeitkorrektur, Lautstärkenkorrektur noch präziser stattfinden kann, ist aber eher ungewöhnlich. Normalerweise sitze ich also alleine auf einer Couch und habe einen gewissen Radius, in dem ich mich bewegen kann. Dass ich mal ein bisschen so sitzen kann, und mal ein bisschen so und auch mal so und auch mal nach vorne gebeugt. Das ist dann für gewöhnlich die klassische Sitzposition und auch die klassische Einmessposition. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit der größeren Einmessung. Das ist jetzt nicht hier nur auf 2 beschränkt. Das dient dazu, dass ich die ganze Couch-Arena einmessen kann. Wenn also 2, 3 oder auch mal mit Kindern zusammen 4, 5 Leute auf der Couch sitzen, halt alle ein vergleichbares Erlebnis haben. Tatsächlich ist das hier aber alleine oder, naja, zu zweit, wenn man nah zusammensitzt und kuschelt, die perfekte Einmessung. Und mit der werden wir jetzt auch anfangen. Ich werde mit euch nicht alles durchgehen, weil das echt lange dauert. Ich zeige euch aber die Anfänge des Ganzen. Und ja, was denn das Ergebnis ist, das zeige ich euch dann danach. Erste Position, Kopfposition, das Mikrofon ist darauf richtig eingestellt. Alles klar, die nehmen wir. Wir messen jetzt die ausgewählte Position. Das Ergebnis wird, weil wir uns jetzt hier in einem Videodreh befinden, nicht perfekt sein, weil man sollte nämlich eigentlich aus dem Raum rausgehen oder sich so weit zurückziehen, dass man kein Hindernis darstellt. Ja, also irgendwie in die Tür stellen oder hinter der Couch verstecken von mir aus. Man sollte nicht in der Nähe sein und ein tatsächliches Schallelement darstellen. Das wird jetzt hier nicht so ganz einfach funktionieren bei uns.
nachdem das geschehen ist, sieht man jetzt auch schon die erste Kurve hier, wie das Ganze so ist, an der ersten Hörposition. Ja, vernünftig. Oh, ich bin nicht in meinem Dirac-Account eingeloggt, so wie es aussieht. Das macht nichts, das kann ich gleich machen, weil nur dann kann ich meine Sachen auch speichern. Das ist natürlich dann in der Hinsicht sinnvoll, wenn ich mal einen Defekt an dem Gerät habe oder ihn mal resetten muss, weil irgendwas nicht geht, oder irgendeiner aus Versehen was ganz tierisch verstellt, ist die Speicherung meiner Messung natürlich sinnvoll, weil dann kann ich sie einfach wieder laden und die Sache ist in Ordnung. So, wir sehen jetzt hier Front, Left, Center, ja, Front, Right. Ist schon ein bisschen Berg- und Talfahrt, sieht aus wie ein schlechtes EKG. Für die anderen Einmessungen muss ich jetzt das Mikrofon, wie hier gezeigt, in einem Kubus um mich herum mit etwas Radius nach links und rechts neu hinstellen, neu einstellen und neu messen. Wie gesagt, die genaue Position ist nicht ganz so wichtig. Es sollten ca. 40 bis 60 cm von der letzten Position entfernt sein. Aber hier kommt es jetzt nicht auf den Millimeter drauf an, weil ich eigentlich nur eine Blase um mich herum messe, damit ich nicht wie festgewurzelt immer an der einen Position sitzen muss, sondern mich halt auch tatsächlich mal ein bisschen nach links und rechts bewegen muss, ohne dass dann das Klangbild gleich zusammenbricht. Das zeige ich euch jetzt. Die nächste Position, die mir angezeigt wird, ist vorne oben rechts. Das heißt also, ich muss jetzt das Mikrofon hier tatsächlich Pi mal Daumen 40, 60 cm, das ist ehrlich gesagt sogar erlaubt, ein bisschen den Daumen zu benutzen. Wie man das Ganze denn macht, nach vorne oben bringen in meine Sitzposition, so ungefähr. Mit dem richtigen Maßband könnte ich jetzt, oder dem von mir erwähnten Lasermessgerät, kann ich ausmessen, ob ich in dem Rahmen bin. Das ist jetzt für das Video nicht ganz so dramatisch, zeigt aber schon ein bisschen den Aufwand, den man betreiben muss, um Dirac wirklich perfekt einzumessen. Das mache ich jetzt mal schnell für alle 13 Positionen, die ich jetzt dafür brauche, und danach sehen wir uns gleich wieder. Was wir jetzt sehen, ist die berichtigte Kurve und die gemessene Kurve. Das ist jetzt hier ein bisschen spannend. Das ist die Impulswiedergabe, der Frequenzverlauf einzelner Lautsprecher oder einer ganzen Gruppe. Front links zum Beispiel lediglich, Front rechts. Um die Wahrheit zu sagen, ist nett zu wissen, wo meine Lautsprecher oder mein Raum so seine Schwierigkeiten hat, aber eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass ich jetzt sehe, was Dirac mit dieser verkorksten Frequenzkurve tatsächlich macht. Es glättet sie. Mit ganz leichtem Abfall vom Tiefbass in die Höhen hinein. Das heißt, ich habe gefühlt eine etwas wärmere Abstimmung. Tatsächlich ist es aber so, dass Dirac sehr linear klingt, also sehr, sehr sauber, sehr präzise. Das ist nicht zwingend jedermanns Sache, das muss ich fairerweise gleich sagen. Es ist extrem gut, aber wer will, darf natürlich trotzdem ein bisschen Hand anlegen. Und dann nimmt man entweder hier vorgefertigte kleine Punkte und kann die Kurve ein bisschen zu seinen Gunsten verändern, leichte Bassanhebung zum Beispiel, beziehungsweise Rechtsklick, neuen Punkt erstellen und das Ganze seinem Wunsch entsprechend anpassen. Um die Wahrheit zu sagen, ich persönlich habe zu Hause nicht so besonders dafür mit rumgespielt. Ich fand das Ergebnis extrem stark, extrem gut, direkt, neutral, sauber.
Das Ziel ist ja, dass ich nicht mehr den Raum höre oder irgendwelche Ungleichheiten in meinem ganzen System. Das Ziel ist, dass ich nur noch pur den Lautsprecher höre. Und das ist am besten, wenn ich diese Kurve unangetastet lasse. Ich lasse es jetzt einfach mal hier so. Ich kann jetzt zum Filterexport gehen. Das heißt, ich benenne diese Einmessung. Es wird mir ein Name vorgeschlagen. Ich kann aber auch sagen, Messung 1, wenn ich mehrere Messungen vornehmen möchte, um einfach mal zu gucken, was passiert mit der und der Position, mit der und der Grundlautstärke der Lautsprecher. Diese Messungen kann ich dann im PC speichern, ganz wichtig, nicht im Gerät. Und kann sie dann halt regelmäßig vom PC übers Netzwerk in den AV-Receiver laden. Direkt darauf zugreifen vom AV-Receiver geht leider nicht. So, kann es noch kurz benennen, was ich damit gemacht habe. Warum ich das jetzt so nenne, ist jetzt egal. Wenn ich jetzt Exportfilter sage, lädt er das Ganze in den AV-Receiver. Vorher fand eine kurze Korrektur statt und jetzt lädt er das Ganze rein. Man sollte noch wissen, dass die Daten tatsächlich an den Hauptrechner, an den Server von DiRAC übertragen werden online. Darum muss man auch immer online sein mit den Geräten. Dort dann eine Korrekturkurve erstellt wird und die Daten dann von dort wieder abgerufen werden. Das nur dazu, um jetzt diese Zeit zu überbrücken, wie er das Ganze exportiert. Nachdem die Messdatei dann vom Laptop auf den AV-Receiver übertragen wurde, sind dann auch Entfernung und Lautstärken der Lautsprecher hinterlegt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe das Gerät bei mir zu Hause selber einmal eingemessen und bin über ein paar Stolpersteine gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch die aus dem Weg räumen. Wer die Messung sauber und konzentriert vornimmt, hat auch tatsächlich einen deutlichen Vorteil gegenüber der vorher. Der Klang rückt deutlich näher an euch heran. Es ist viel immersiver, viel kinohafter. Es ist weniger klebend an den Lautsprechern, der Ton. Wenn noch irgendwelche Fragen sein sollten, ruft mich an. Viel Spaß mit den Geräten, viel Spaß mit der Software. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.